Es gibt eine Achterbahn, da haben wir On-Ride-Videos zu veröffentlicht und viele haben geschrieben, dass sie nicht verstanden haben, wie und wann die Achterbahn wo lang fährt, und das klären wir heute in diesem Video. Herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und heute reden wir über eine Weltneuheit, die etwas komplexer und komplizierter zu sein scheint und allgemein auch eine neue Achterbahn ist, die jetzt gerade erst eröffnet hat, mehr oder weniger, und zwar am 16. Dezember 2024. Und wer sich jetzt fragt, welche Achterbahn macht denn bitte im Dezember auf? Es ist Jungle Rush im Dreamworld, und Dreamworld ist ein Freizeitpark in Australien und da ist im Dezember Sommer. Es ist ja alles ein bisschen andersrum. Und im australischen Queensland, direkt an der Gold Coast, da gelegen, befindet sich der Freizeitpark Dreamworld. Und dieser Park hat einiges zu bieten. Haben wir euch in einem separaten Video mitgebracht. Der ganze Vlog zu Dreamworld und was wir da so gemacht haben. Was man da sonst so noch machen kann, seht ihr in diesem Video. Heute möchte ich mit euch aber über Jungle Rush sprechen. Und das ist die Weltneuheit in Dreamworld. Eine Achterbahn, gebaut vom niederländischen Hersteller Vekoma, und der erste sogenannte Switchback Coaster. Gab es so noch nicht und bietet verschiedenste Varianten, wie man die Bahn fahren kann, im Beispiel von Jungle Rush, und ermöglicht auch so noch viel mehr Optionen und Möglichkeiten für andere Achterbahnen. Es ist halt eine weitere Achterbahn, diesmal vom Hersteller Vekoma, mit sogenannten Trickschienen, die verschiedenste Wege und Themen und Geschichten zulassen auf Achterbahnen. Wir haben zum Beispiel im deutschen Bayernpark gesehen mit Firlefanz von Gerstlauer oder auch im englischen Drayton Manor mit Gold Rush von Intermin, wo es dann verschiedenste Wege gibt durch verschiedene Weichen und Trickschienen. Zu Gold Rush und Firlefanz zum Beispiel findet ihr auch Videos hier auf dem Kanal, wo wir darauf eingehen und das Ganze erklären. Vor allem bei Gold Rush war es auch für einige ein bisschen kompliziert, und da ist auch einiges ab Potenzial verschenkt worden, was das ganze Thema und Storytelling drumherum angeht. Bei Jungle Rush ist das nicht so extrem, aber man hätte da auch mehr rausholen können. Für Jungle Rush in Dreamworld hat man einen komplett neuen Themenbereich geschaffen, und zwar Rivertown. Und Rivertown ist das Dschungelabenteuer für die ganze Familie in Dreamworld, und zwar wirklich von jung bis alt, und der Fokus liegt darauf, dass man alles mehr oder weniger gemeinsam erleben kann. Man hat nicht nur eine neue Achterbahn mit Jungle Rush eröffnet, sondern hat auch mit Jane's Rivertown Restaurant ein neues Restaurant, was im Park ist und wo man dann gemeinsam essen gehen kann. Und es gibt auch noch eine neue Themenfahrt, und zwar Murrissippi Motors. Und dort geht es mit Expeditionsautos auf die Strecke, an antiken Reliquien vorbei, und man entdeckt verborgene Schätze. Diese Attraktion erfährt dort einen absoluten Hype, ist ein absoluter Publikum-Magnet, Liebling, und die Gäste von Dreamworld lieben diese Themenfahrt. Und dazu kommt dann noch halt als größtes Jungle Rush und dazu kommt als größtes noch Jungle Rush, der Switchback Coaster von Vekoma, und das Ganze ist so ein Family Thrill. Also es ist schon absolut familientauglich und einsteigerfreundlich, aber trotzdem nicht langweilig, und als erfahrener, gestandener Achterbahnfahrer hat man da trotzdem seinen Spaß. Mitfahren können alle ab 95 cm bis 2,5 Meter Körpergröße. Kleine Zusatzvoraussetzung: bis 1,20 Meter und 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Die Züge sind vergleichbar mit den Standard Vekoma Junior Coaster Boomerang Zügen, so wie ihr sie alle kennt, mit dem T-Bar, der an den Seiten noch diese kleinen Nupsis hat. Und ja, aber was hat Vekoma da alles noch so eingebaut? Es sind 12 Airtime-Punkte, es gibt einen Lift, es gibt eine geneigte Schwenkschiene und einen Switch-Track. Layout-Design kommt von Benjamin Blörmedal. Der hat auch schon ganz viele Layouts gemacht, die ihr ja schon in Einzelreviews gesehen habt und auch schon im Interview hier auf dem Kanal gewesen ist. Über die Fahrt sprechen wir gleich, denn viele waren bei dem On-Ride-Video verwirrt und wussten nicht, wann, wie, wo, was denn da passiert ist, und das klären wir auf jeden Fall. Was aber wirklich schockierend in den Kommentaren war, ist die Diskussion über den Preis der Attraktion gewesen. Auf der Rollercoaster Database wird ein Preis für Jungle Rush gelistet von 35 Millionen australischen Dollar. Das sind erstmal australische Dollar, das bedeutet, wir sind bei 21,38 Millionen Euro. Aber es ist nicht nur die Achterbahn,
Es kommt noch das riesige Gebäude dazu, die ganzen Erdarbeiten, die vorher notwendig waren, um an dieser Stelle überhaupt etwas Neues bauen zu können. Dann hast du ja nicht nur eine normale Achterbahn, sondern super viele Trickschienen, Special Tracks. Die ganze Thematisierung von Pico Play ist auch noch dabei und es soll da wohl noch mehr kommen, beziehungsweise ist inzwischen auch noch mehr installiert worden, kurz nachdem wir da gewesen sind. Und der ganze Krempel, wenn wir jetzt mal nur von der Achterbahn ausgehen, muss ja erstmal nach Australien gekarrt werden, was immer noch weiter ist als sonst irgendwo anders hin, auch wenn es schwer vorzustellen ist und die ganzen Regularien in Australien auch nochmal komplexer und größer sind. Außerdem auch Australien an sich viel, viel teurer ist als zum Beispiel Europa. Das alles muss man irgendwie berücksichtigen. Ich kann das nicht alles berücksichtigen, aber fast jeder in den Kommentaren, der sich darüber aufgeregt hat, wie viel das denn alles zu teuer wäre, der kann das und weiß das. Wenn ihr mir das erklären könnt und Quellen aufzeigen könnt, woher ihr wisst, was Erdarbeiten in Australien kosten, lasst es mich gerne wissen. Ich verstehe halt nur nicht, wie man sich denn so an einem Preis aufhängen kann und nur darüber entscheidet, ob jetzt eine Attraktion gut oder schlecht geworden ist. Aber so ein Thema gab es ja auch letztes Jahr schon im Heidepark mit der Dämonengruft, wo dann auch eine Summe da stand am Preisschild, die natürlich absurd ist, aber da keiner hintergeschrieben hat, dass halt das meiste für Infrastruktur, Gebäude und so draufgegangen ist, was natürlich nicht schlau ist und es nicht besser macht, aber das... Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Wer bis jetzt noch dran ist, ist, glaube ich, auf einem anderen Level unterwegs. Also meiner Meinung nach kann das schon preislich sehr gut hinkommen mit dieser Summe an diesem Standort, mit einem Gebäude in dieser Größe drumherum, dass das preislich irgendwo Sinn macht. Es gibt andere Attraktionen, da kann ich das mit vergleichen, wo ich dann irgendwelche Preise kenne und dann geht das schon wieder irgendwie auf. Es gibt ja auch nicht nur die Achterbahn, dieses ganze Areal drumherum, sondern das Gebäude ist halt super gut gestaltet. Drin ist nicht so viel und nicht so herausragend gestaltet, meiner Meinung nach. Aber die Warteschlange von Jungle Rush ist richtig stark, komplett immersiv, komplett durchthematisiert. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und ist auch super lang und komplett indoor, was in Australien jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Auch die Station sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Die Züge sind sehr gut gestaltet und machen sich richtig gut in dem ganzen Bereich in der Area, die auch komplett geil ist. Einfach mit einem abgestürzten Flugzeug vor dem Tempel und so weiter und so fort. Und komplett in Summe mal ist das eigentlich auch gefühlt so fast die am meisten thematisierte Achterbahn in ganz Australien, auf dem ganzen Kontinent. So, das ist halt ein neues State of the Art für den Kontinent, was da geschaffen wurde. Und wie gesagt, weiß ich nicht, was jetzt im Inneren noch passiert ist. Da sind halt sehr viele, sehr kahle Wände und die zentrale, entscheidende Showsektion, das ist mir auch zum einen ein bisschen zu wenig gestaltet, beziehungsweise nicht gut genug ausgeleuchtet. Zum anderen ist mir das auch zu wenig Show für die Zeit, die man in dieser geneigten Schwung-Drehweiche sich befindet. Also unterm Strich ist Jungle Rush schon sehr hübsch geworden, kann man glaube ich sagen. Und damit kommen wir auch zur Fahrt. Und wenn man das Ganze erstmal beobachtet und ein Zug startet und fährt raus und danach kommt der nächste Zug in den Bahnhof rein und der ist einfach umgedreht. Also der eine Zug fährt vorwärts raus und der zweite Zug kommt rückwärts wieder rein. Funktioniert auch nur, wenn beide Züge auf dem Track sind, denn die Bahn hat zwei Züge. Einer ist vorwärts aufgebaut und der andere ist rückwärts aufgebaut. Und das bleibt auch immer so. Also der vorwärts rausfährt, kommt nicht rückwärts wieder rein. Und das Ganze ist halt wirklich weltweit einmalig und wurde das erste Mal so gebaut, dieser Switchback Coaster. Wir fahren jetzt als erstes, um das zu verdeutlichen, einmal vorwärts aus der Station raus. Ihr könnt euch übrigens auch entscheiden, ob ihr vorwärts oder rückwärts starten wollt. Es gibt nämlich so eine Einteilung, so Bambus-Baugerüst sieht es ein bisschen aus, kurz vor der Station, wenn man durch die Queue kommt. Und da kann man sich dann halt aussuchen, ob man vorwärts starten möchte, ob man rückwärts starten möchte. Und da gibt es, glaube ich, dann auch noch die Lanes, ich glaube, für Single Rider oder auch, wenn man einen Fastpass hat. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall starten wir vorwärts aus der Station in einer Rechtskurve und dann geht es auf den Lift. Es gibt einen Lift, Reibradlift, der ist schon im Inneren und dann fahren wir nach oben geradeaus hoch und oben angekommen bleibt man stehen in diesem Tempel und da ist dann halt diese Showsektion, die mich jetzt halt wirklich nicht so überzeugt hat.
dann wird es ein bisschen strange und die Schiene dreht sich und für uns kippt es so quasi ein bisschen in der Schräglage und wir stürzen dann rückwärts die Strecke hinunter und kommen dann nach einem kurzen Drop im Dunkeln einmal raus. Da gibt es so eine Panoramakurve draußen um den Tempel herum und dann geht es mit Schwung wieder Indoor. Dann gibt es einen relativ langen Indoor-Part, wo auch ein paar Props sind, ein bisschen Beleuchtung, der komplett auch rückwärts durchfahren wird. Und nach diesem relativ langen Indoor-Part geht es auch wieder nach draußen und dann in einer großen Kurve und quasi vor der Station vorbei und dann rauscht der Zug über den Switch-Track und fährt wieder denselben Lift nach oben. Den Lift, den wir bereits hochgefahren sind. Und dann auch wieder in diese Tempelanlage, wo wir jetzt aber andersrum drin stehen, mit einem Blick nach unten. Und da sieht man eigentlich schon, wie es mehr oder weniger funktioniert. In der Mitte ist der Lift und es gibt links und rechts davon Gleise, die rausführen. Und diese Weiche oben, dieser Drehteller dreht dann ein bei der ersten Runde nach links, wenn wir jetzt nach unten gucken, oder in Fahrtrichtung das rechte Gleis, wenn wir dran vorbeigefahren sind. Dann gibt es den ersten Achterbahn-Part und jetzt geht es auf der anderen Seite wieder raus und so haben wir den großen Outdoor-Part, der darauf folgt, vorwärts und fahren den größten Teil Outdoor dann auch vorwärts. Es ist quasi also egal, ob ihr vorwärts oder rückwärts einsteigt, es ist nur dann die Reihenfolge, wie ihr diese Elemente durchfahrt, ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, das macht keinen so großen Unterschied. Und wenn der Zug rückwärts startet, ist das Ganze quasi das gleiche in grün, nur andersrum. Der Zug fährt rückwärts aus der Station raus, fährt rückwärts den ersten Lift hoch, fährt rückwärts das erste Mal in diese Tempelanlage. Wo ich jetzt auch nicht weiß, ist das dann so cool, weil man dann gar nicht so sieht, worum es überhaupt geht. Und dann geht es links raus, die Panoramakurve, der lange Indoor-Part wird dann vorwärts durchfahren. Und dann geht es vorwärts das zweite Mal in die Tempelanlage. Dann sehen wir, was da passiert. Und dann gibt es den großen Outdoor-Part rückwärts. Und man steht halt auch andersrum dann im Breakrun. Also man muss schon beide Seiten gefahren sein, um beides einmal vorwärts und einmal rückwärts komplett gesehen zu haben. Du könntest natürlich auch, je nachdem wie die Cycles da sind und wie es programmiert ist, auch 2 Runden fahren und den Zug dann zweimal jeweils in die eine Richtung durchfahren lassen. Wenn du jetzt vorwärts startest, dann fährst du den ersten Part rückwärts, kommst du ja wieder rückwärts hoch und dann kannst du den nochmal da lang fahren lassen, dann fährst du den Part einmal, also du kannst jetzt nicht alle Parts, du kannst den ersten, die erste Hälfte kannst du zweimal fahren und die zweite Hälfte geht nur einmal, weil dann kommt irgendwann die Station wieder. Das wäre auch eine Möglichkeit, würde dann aber die Kapazität reduzieren. Beziehungsweise wäre das natürlich eine coole Variante, wenn entweder ein Zug auf dem Track ist oder wenn nicht so viel los ist und man ein bisschen pieciger machen könnte, wenn das so gewollt ist. Was aber dazu führt, man kann ja jetzt nochmal weiterspinnen, wenn man das jetzt in irgendwelche Parks setzt, als übertriebenes Beispiel wie Disney, die mit Show, Animatronics, Storytelling noch mehr machen, dass du dann halt Sachen mehrfach durchfährst, erlebst und so weiter und so fort. Über die Fahrt an sich oder das Layout mit den 12 Airtime-Punkten haben wir jetzt gar nicht so gesprochen. Es ist komplett smooth, slidey, glidey, keine herausragenden, krassen Elemente, aber auch nichts Langweiliges, keine einfachen Geraden, sondern du schwingst und slidest so die ganze Zeit durch den Dschungel und hast da dein Dschungelabenteuer mit dem Tempel und allem drum und dran. Es ist einfach sehr ausgewogen, sehr cool, sehr entspannt und so, dass du halt beim Achterbahnfahren an sich Spaß hast, aber Leute, die jetzt nicht so wild drauf sind, nicht irgendwie abgeschreckt werden. Es ist sehr ausgewogen, meiner Meinung nach, bei Jungle Rush. Ein bisschen mehr Thematisierung im Inneren würde ich mir wünschen, mehr Show und bessere Show-Elemente fürs ganze Storytelling würde ich mir wünschen, aber ansonsten tolle Gestaltung, tolle Idee, tolle Achterbahn, die richtig gut fährt, mit einem richtig guten Layout und einem tollen Setting, einfach was Dreamworld dahingestellt hat. Und somit ist meiner Meinung nach Jungle Rush wirklich eine grandiose Achterbahn, eine sehr, sehr gute Neuheit und wirklich beeindruckend und mal was ganz anderes und vor allem auch für Australien was Besonderes und Großes, Spektakuläres von der ganzen Experience. Nicht jetzt, weil es die krasseste Thrill-Achterbahn ist oder die längste Fahrt, sondern weil es einfach ziemlich cool ist als Gesamterlebnis für eine ganze Familie und
Das muss man auch mögen. Du hast halt diese Unterbrechungen durch den Switch und nicht dieses komplett kontinuierliche Fahren bei einer Achterbahn. Aber meiner Meinung nach ist das im Gesamtportfolio eine Attraktion, die man auf jeden Fall auch dabei haben sollte. Auch wenn viele Leute irgendwie, was ich in den On-Rides gelesen habe, die Bahn nicht mögen. Ich finde, Jungle Rush ist eine sehr gute Neuheit geworden. Was ist eure Meinung dazu? Gerne damit jetzt in die Kommentare.